Habt ihr auch schon mal mit einem 3D-Drucker für Tabletop-Gelände geliebäugelt? Allerdings waren euch die Geräte bislang zu kompliziert und die Druckergebnisse wegen der sichtbaren Linien zu schlecht? Dann ist dieses Video genau für euch und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Ganz ehrlich, in den vergangenen Jahren hat mich 3D-Druck kaum interessiert. Genauer gesagt das FDM-Druckverfahren, um große Objekte bzw. Tabletop-Gelände herzustellen. Denn im Gegensatz zu Resindruck ist beim FDM-Druck die Auflösung viel niedriger, sodass an den Modellen immer die Linien vom Drucken der Schichten deutlich zu erkennen sind. Auch der technische Aspekt rund ums Einrichten und Betreiben eines 3D-Druckers war für mich bislang durchaus eine Hürde. Auf der Taktika 2025 bot mir dann aber Luis von War Scenery einen Crashkurs in Sachen 3D-Druck an. Denn 3D-Drucker sind für Luis quasi sein täglich Brot, denn er ist 3D-Designer und zusammen mit seinem Geschäftspartner Noah versorgen sie seit Jahren Tabletop-Spieler rund um den Globus mit Geländedateien. Als sich Luis dann vor wenigen Wochen einige neue 3D-Drucker zulegte, war der perfekte Zeitpunkt gekommen, diesen Crashkurs anzunehmen und auch für euch zu filmen. Und direkt ein Spoiler: 3D-Druck ist mittlerweile richtig einfach und die Ergebnisse sehen deutlich besser aus, als ich bislang gedacht hatte. Als Drucker für diesen Crashkurs kommt das P1S-Modell von der Firma Bambu Labs zum Einsatz. Mit rund 500 € Kaufpreis ist der P1S aktuell ein Modell der oberen Mittelklasse. Ähnliche Geräte gibt es natürlich auch von anderen Herstellern, wie zum Beispiel von Creality oder Anycubic in identischer Preisklasse. Nach dem Herausholen aus seinem Karton muss man einen 3D-Drucker natürlich erstmal von der restlichen Verpackung befreien. Also Folie ab, Klebestreifen entfernen, aus dem Innenraum die Pappe und den Karton mit den Kleinteilen herausnehmen, die Pappe rund um den Druckkopf entfernen, diesen Klebestreifen nicht vergessen, weiteren Schaumstoff und auch Styropor herausnehmen und diesen Klebestreifen samt seiner lästigen Rückstände an der Oberseite abziehen. Danach noch den Deckel vollständig auspacken, oben einlegen und dann innen noch das verbleibende Verpackungsmaterial entfernen. Nun schauen wir uns den Inhalt des herausgenommenen Kartons an. Da wäre zunächst das Display für den Drucker, eine Rolle mit etwas Filament zum Drucken, ein Netzkabel mit Stecker, eine Halterung für die Filamentrolle, eine Schachtel mit Ersatzteilen und Werkzeug und ein Reserveschlauch. Setzen wir als erstes das Display ein. Dazu einfach den Stecker vom Kabel an der Frontoberseite des Druckers in die Rückseite des Displays hineinstecken und dann das Display ins Gehäuse haken. Mit dem Inbusschlüssel aus der Werkzeug- und Ersatzteile-Schachtel werden nun im Inneren des Druckers insgesamt 3 Schrauben gelöst, die jeweils auffällig gekennzeichnet sind. Da kann man überhaupt nichts falsch machen oder übersehen. Danach wird an der Rückseite noch eine weitere Schraube gelöst, um die Halterung fürs Filament anzubringen. So kann dort jede handelsübliche Filamentrolle eingehakt und das Filament in den Schlauch darüber eingeführt werden. Dazu schiebt man das Filament einfach vorsichtig durch den Schlauch und bis in den Druckkopf hinein, was man dann am Widerstand merkt. Dazu ein Tipp: Schneidet das Filament zuvor schräg ab und dreht es gegebenenfalls beim Schieben durch den Schlauch, damit es sich nicht verhaken kann. Dann am Druckkopf noch einen letzten Klebestreifen entfernen, das Netzkabel einstecken und mit einer Steckdose verbinden und den Drucker einschalten. Den Rest erledigt man nun über das Display. Zunächst die Region auswählen, um dann einen QR-Code zu scannen, um den Drucker mit dem heimischen WLAN-Netzwerk und somit mit einem Computer oder einem Smartphone zu verbinden. Damit wäre das Einrichten auch schon fast abgeschlossen, fehlt nur noch das korrekte Einstellen der Druckplatte. Der P1S von Bambu Lab stellt sich dank Auto-Leveling-Funktion übrigens komplett selbstständig ein. Wenn ihr also ein ähnlich entspanntes Setup mit eurem 3D-Drucker wollt, achtet auf eine Auto-Leveling-Funktion. Danach sollte man, je nach Kaufzeitpunkt, nochmal kurz die Firmware checken. Ein eventuelles Update ist dank WLAN-Anbindung übrigens schon nach wenigen Sekunden erledigt. Danach ist der Drucker fertig eingerichtet und druckbereit.
Fehlt nur noch eine passende Druckdatei. Solche Dateien im STL-Format gibt es zum Beispiel in entsprechenden Shops zu kaufen, für monatliche Patreon-Mitgliedschaften oder als Belohnung bei Crowdfunding-Kampagnen. Jedoch muss jede Datei dann noch für den jeweiligen Drucker aufbereitet werden. Schließlich ist 3D-Drucker nicht 3D-Drucker. Aber auch das ist total einfach dank einer sogenannten Slicer-Software, die es kostenlos für jeden 3D-Drucker quasi mit dazu gibt. Man startet die Software, platziert das Modell auf der Druckplatte und wählt die nötigen Einstellungen wie Schichthöhe und damit die Druckqualität aus. Die so angepasste Druckdatei kann nun vom Smartphone, einem Laptop oder stationären Rechner via WLAN an den P1S geschickt werden. Je nach Druckermodell lässt sich für so einen Transfer auch ein USB-Stick oder eine Speicherkarte nutzen. Den Rest macht der Drucker dann von allein. Das Filament wird im Druckkopf auf etwa 200 Grad erhitzt und dann Schicht für Schicht auf die Druckplatte aufgetragen. Je nach Einstellungen, die zuvor im Slicer vorgenommen wurden, wird nun in entsprechender Qualität und Zeit gedruckt. In diesem Fall wird in 0,2 mm Schichthöhe gedruckt, was ein guter Kompromiss zwischen Qualität und Druckzeit ist. Zwar würde 0,1 mm Schichthöhe ein feineres Ergebnis liefern, allerdings käme dann auch rund doppelt so viel Druckzeit zusammen. Nach knapp einer Stunde ist dieses Modell dann auch schon fertig und kann von der Druckplatte abgelöst werden. Hierzu einfach die flexible Platte etwas biegen oder mit einem Spachtel vorsichtig nachhelfen. Jedoch nie mit den Fingern direkt auf die Platte fassen, denn Fettrückstände verhindern, dass das Filament beim nächsten Druck auf der Platte haftet. Fäden und feine Plastikhärchen vom Druckvorgang lassen sich dann mit einem Feuerzeug wegschmelzen. Danach ist euer Modell fertig und ihr könnt den nächsten Druck starten. Und das war's auch schon mit dem 3D-Druck-Crashkurs zu einem aktuellen FDM bzw. Filamentdrucker. Natürlich gibt es zu 3D-Druck noch viel mehr zu sagen, als ich in den vergangenen Minuten unterbringen konnte. Aber in diesem Video sollte es ja primär darum gehen, euch zu zeigen, dass 3D-Druck lange nicht mehr so kompliziert ist wie noch vor einigen Jahren. Und dass sich die Qualität der FDM-Drucke und die Bedienung der Drucker enorm verbessert haben. Somit hoffe ich, euch ein wenig die eventuelle Berührungsangst vor dem 3D-Druck genommen zu haben. Ich sage vielen Dank an Luis von Warscenery, der mir für euch übrigens noch einen 20% Rabattcode für eure Einkäufe auf warscenery.com überlassen hat. Außerdem wird mich Luis auch in Zukunft bei weiteren Videos zum Thema 3D-Druck unterstützen. Solltet ihr bis dahin noch Fragen haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!